Hi, hallo, herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Für die, die schon eine Weile auf diesem Kanal sind, heute wird es kein ASMR-Video sein, sondern eben, ja, diese Art von Video. Für die, die neu hier sind, herzlich willkommen. Neue. Worum soll es heute gehen? Es geht um meine Erkrankung. Für viele, die jetzt schon das Instagram Reel gesehen haben, ist es jetzt natürlich kein Geheimnis. Ich bin vor 2 Jahren mit Multipler Sklerose diagnostiziert worden. Und die letzten 2 Jahre waren für mich vor allem mental eine Herausforderung. Und ja, ich möchte dieses Video nutzen, um meine Erfahrungen mit euch zu teilen. Vielleicht auch mit anderen, die an derselben Erkrankung leiden. Ein bisschen was aus den letzten 2 Jahren berichten. Und was ich vielleicht auch Positives aus der ganzen Sache mitgenommen habe. Ich versuche mich so kurz wie möglich zu halten. Fangen wir erstmal damit an, warum ich vielleicht dieses Video mache. Wie gesagt, ich möchte gerne meine Erfahrung mit euch teilen. Ich möchte gerne auf diesem Kanal sehr transparent agieren. Das heißt, ich will auch erklären, wie es vielleicht zu diesem Kanal gekommen ist. Denn eigentlich war genau die Krankheit der Grund, warum ich hier bin. Und zwar, nachdem ich mit MS diagnostiziert wurde, es war eine ziemliche Zufallsdiagnose, ich kann das hier nur kurz anschneiden, ich hatte vor 2,5, nicht ganz 2,5 Jahren, Schwindelanfälle. Und zwar so, dass ich immer das Gefühl hatte, ich würde mit einem Lift nach unten fahren, sehr schnell. Und das mehrte sich, also es war kein Dauerzustand, es war so ein On-Off-Ding. Mal war es auch ein paar Wochen gar nicht. Ich bin dann eben die typischen Wege gegangen, Hausarzt, HNO, habe eine Physio gemacht, weil ich Schmerzen im Nacken hatte von diesem Gefühl. Zumindest dachte ich das. Es half nichts, ich war im Krankenhaus, ich hatte ein MRT und dort wurde dann die Ursache ermittelt, kann man quasi sagen. Denn MS ist nicht wie viele Krankheiten einfach so mit einem Blutbild oder so zu erkennen, sondern es ist eine Art Ausschlussdiagnose notwendig. Was mir auch ziemlich lange Hoffnung gab, dass es vielleicht doch keine MS ist und ja, mich dahingehend auch sehr, sehr stark mental belastet hat. Als ich die Diagnose bekam, war quasi das Schlimmste an der ganzen Sache in dem Moment, dass ich Angst hatte, meinen Job zu verlieren. Spoiler, in gewisser Hinsicht habe ich das. Ja, ich wusste, dass mein Beruf zu dem Zeitpunkt gewisse Anforderungen hatte, gesundheitliche. Und mein Beruf war ein wunderschöner Beruf. Für mich war er perfekt. Ich konnte Menschen helfen, was mir persönlich sehr wichtig war. Ich hatte mit Menschen eben auch zu tun, was mir auch sehr wichtig war. Und ja, den Job nicht mehr ausführen zu können, war für mich wie in ein Loch zu fallen, zumal ich den Job mehr oder weniger gerade erst angetreten bin. Jedenfalls, als ich aus dem Krankenhaus kam, ich bin relativ ehrlicher Mensch und habe natürlich gleich mit offenen Karten gespielt und das Ergebnis der ganzen Sache war eben, man hat mich dann am Ende vor die Wahl gestellt, einen Wechsel zu vollziehen oder eben meinen Job aufzugeben. Und für mich war das natürlich überhaupt keine Wahl, denn ich hatte ja eine Familie und ich konnte ja nicht einfach so arbeitslos werden. Deswegen bin ich den
schwierigeren Weg gegangen und bin in ein Lehrgangsverfahren gekommen, das unglaublich stressig für mich war. Die letzten 9 Monate waren sehr, sehr, sehr anstrengend. Und für die Leute, die MS nicht kennen, Stress ist ganz schlecht. Stress ist immer schlecht, aber für Leute mit MS ist Stress nonplusultra schlecht, denn es bedeutet eigentlich das Risiko eines Schubes von hier nach da zu packen. Und das über 9 Monate, das war wie russisch Roulette spielen. Ich bin bisher gut aus der Sache rausgekommen, der Lehrgang ist vorbei, ich habe jetzt mehr oder weniger das Schlimmste hinter mir. Das Problem an der ganzen Sache ist eben, dass der neue Job vor allem überhaupt keine Möglichkeit bietet, dass ich Menschen helfe. Also in keiner Art und Weise wird dieser Job mich so erfüllen wie der letzte. Und um das auszugleichen, und da danke ich meiner Verlobten früher, konnte ich diesen Kanal eröffnen. Sie hat damals gesagt, du kannst es gern machen, zieh das durch, vielleicht hast du ja Spaß, Erfolg, wer weiß. Und sie hat mir immer irgendwo ein Zeitfenster aufgemacht für Videos drehen und hat mich da unterstützt. Sie war zum Beispiel eigentlich, also immer noch, glaube ich, ist sie aktuell immer noch die Erste, die den Daumen nach oben drückt bei einem Video, was ich süß wie unterstützend finde. Jedenfalls habe ich deshalb den Kanal eröffnet. Ich habe mich für einen ASMR-Kanal entschieden, weil ich seit circa 8 Jahren, vielleicht schon länger, ich weiß es gar nicht wirklich, selber diese Videos konsumiere. Die haben mir damals immer, geholfen. Ich kann es gar nicht besser beschreiben, wenn ich Stress hatte, wenn ich nicht schlafen konnte, war das mal toll. Es fühlte sich immer so an wie so eine Mischung aus einem Abend, an dem es regnet, und einem Hörspiel. Und das sind so 2 Sachen, die ich liebe. Jedenfalls habe ich dann den Kanal gegründet, um eben Menschen zu helfen. Und tatsächlich kommt es gut an. Ich habe eine tolle Community. Ich habe wirklich viel Support bekommen, Unterstützung. Ich liebe es, mit den Leuten zu kommunizieren, also in den Kommentaren zu schreiben. Ich finde es toll, dass ich von den Menschen so von ihrem Leben erfahre. Manche schreiben eben auch, dass sie Depressionen haben, dass es Schlafstörungen gibt, dass sie vielleicht nur bei mir einschlafen können. Egal was es ist, ich find's super, find's toll. Ich bin dankbar dafür und ich will es auf keinen Fall mehr missen. Und das hat mir quasi wieder diesen kleinen Turn gegeben, auch was die MS anging. Ich habe mich ein bisschen motivierter gefühlt, die ganze Sache anzugehen. Und was mir auch sehr geholfen hat, wirklich sehr, war, dass ich mich für eine Sportart angemeldet habe. Für die meisten, die mich privat kennen, die wissen, dass ich gerne zum CrossFit gehe. Das hilft mir mental sogar noch mehr als körperlich. Also ich merke jedes Mal, wie danach der Kopf ein bisschen klarer ist, wie die Gedanken wieder ein bisschen besser, durchkommen. Und das hilft mir hier so viel. Und auch dafür muss ich meiner Verlobten danken, einfach, dass sie mir auch diese Zeitfenster gibt. Auch am Wochenende oder ähnliches. Und was habe ich aus der ganzen MS-Geschichte gelernt? Also erstmal ist MS eine Krankheit, bei der man sich so stark mit seinem Körper auseinandersetzen muss. Man muss jedes einzelne Kribbeln, jeden einzelnen Fehler analysieren und für sich werten. Beispielsweise, als ich die Diagnose bekommen hatte in den ersten Monaten,
wie oft ich da nachts aufgewacht bin, weil mein Arm eingeschlafen ist, weil ich drauf lag einfach und ich lag 1 Stunde wach oder so und habe gehofft, dass dieses Kribbeln weggeht, weil ich so viel Panik hatte, dass ich wieder ins Krankenhaus musste. Und langsam versteht man die Signale, die der Körper einem gibt. Auch mental erklärt er dir schon, wann musst du mal runterfahren? Wann sagt dein Körper dir, mach mal eine Pause oder das sind jetzt zu viele Menschen oder das ist jetzt nicht der Zeitpunkt, blöd gesagt, vielleicht zur Arbeit zu gehen oder irgendwas. Dann akzeptiere ich das und muss das dann eben auch so hinnehmen. Und das bringt mich halt auch zu der Sache, dass man eben wirklich auf seinen Körper hören sollte und gucken muss, was ihm gut tut. Ich habe viel mit Ernährung rumexperimentiert, mit Meditation, mit allem, was möglich ist. Ich glaube, das Wichtigste ist eben wirklich, hör auf das, was dein Körper dir sagen will, auch wenn es nach einer Phrase klingt. Versuch mal andere Wege zu gehen. Egal, ob du jetzt an MS, Depressionen oder Ähnlichem leidest, vielleicht hilft dir das einfach zu sagen, hey, vielleicht probiere ich einfach mal irgendwas außerhalb meiner Komfortzone aus. Wenn ich dann merke, das ist überhaupt nichts für mich, dann weiß ich das wenigstens und kann das abhaken. Vielleicht ist Schwimmen was für mich, vielleicht fahre ich gerne Fahrrad, vielleicht sollte ich einfach mal einmal am Tag 1 Stunde spazieren gehen, vielleicht irgendwas. Mich mit anderen zu connecten. Im Bezug auf MS könnt ihr euch gerne an die Seite unten in meiner Übersicht wenden. Beim DMSG gibt es auch solche Gruppen, wo Personen sich miteinander austauschen. Oder sucht bei YouTube andere Leute, die an MS erkrankt sind. Sucht das im Reddit-Forum. Schaut bei Instagram unter dem Hashtag Multiple Sklerose oder Hashtag Depression oder ich weiß es nicht. Ich erwähne oft Depression, weil ich glaube, dass das auch stark miteinander zusammenhängt. Also ich muss für mich persönlich sagen, ich war in der Situation auch oft fast gefangen in so einem Loch und konnte nur durch meine Familie mehr oder weniger da raus. Und ich verstehe dass es auch Tage gibt, wo man halt runterfällt, wo man nicht mehr aufstehen will und ist schrecklich. Manchmal wäre es einfach schön, wenn es sowas nicht gibt, ne? Aber wie gesagt, versucht euch da zu informieren. Hier kommt noch eine Phrase, ihr seid nicht eure Krankheit. Versucht da einfach vielleicht in Kommunikation mit anderen zu treten. Was machen die vielleicht anders? Ich kann auch ganz gerne immer sagen, so alternative Sachen wie bestimmte Nahrungsergänzungsmittel ausprobieren, schauen, wie der Körper darauf reagiert. Vielleicht mal bei Mangelerscheinungen nachschauen. Ich habe auch schon oft gelesen, dass bestimmte Vitamin-D-Mangelerscheinungen bestimmte Sachen hervorrufen. Mit dem Arzt kommunizieren und wichtig ist halt nicht in so eine Art Starre zu verfallen. Bei einer Erstdiagnose immer schwierig, ich weiß. Und ich will das auch niemandem absprechen, dass man danach geschockt ist. Ich glaube, ich habe den ganzen Tag nur geheult, nicht geschlafen. Gut, ich habe auch Cortison bekommen, das hat sowieso Schlafmangel hervorgerufen, aber ich verstehe, glaube ich, ganz gut, wie es zumindest in meinem Krankheitsspektrum aussehen kann. Und ich bin tatsächlich, wenn ich jetzt darauf blicke, noch gesegnet, dass ich wirklich keine Langzeitschäden bisher davongetragen habe. Und es gibt Leute, die hat es wesentlich schlimmer erwischt und ich glaube, denen fällt es auch wesentlich schwerer, wieder aufzustehen und ich glaube, wenn gar nichts mehr geht, ist auch eine psychologische Beratung nie verkehrt. Auch wenn wir alle wissen, wie schwer es ist, Termine zu bekommen. Ich glaube, der Versuch oder den Schritt überhaupt erstmal dahin zu wagen, ist schon viel wert. Ja, ich wollte, wie gesagt, das Video nicht so lang halten. Ich möchte mich nochmal ganz kurz bei allen meinen
Abonnenten bedanken, bei jedem, der sich die Mühe macht, Kommentare zu schreiben. Jedes Mal wieder und jedes Mal wieder mir Neues aus seinem Leben berichtet. Ich bin manchmal vielleicht nicht so gut im Antworten, aber ich fühle mit und ich lese jeden Kommentar und ich versuche jeden Kommentar zu beantworten natürlich. Und ich trete so gern mit euch in ein Gespräch. Danke, dass ihr meine Videos schaut und ich hoffe, wir sehen uns noch ganz lange. An alle, die jetzt quasi nur für dieses Video da sind, danke, dass ihr das geschaut habt. Danke, dass ihr Anteil daran genommen habt. Ich hoffe, ihr seid ein bisschen informierter über den Prozess und ja, was kann ich euch noch wünschen, außer viel Gesundheit, einen wundervollen Tag und das nächste Mal natürlich wieder ASMR-Videos, ne? Das hier war eine Ausnahme. Vielen Dank fürs Einschalten. Macht's gut. Bis bald. Und ja, bleibt gesund.